Hi, hier ist Markus von Subsignal und ihr schaut den Guitar Maniac Channel. Markus, schön dich wiederzusehen. Hi, Richard. Heute Auftaktkonzert in Wien der Paraiso Tour. So ist es. Tolles Konzert gewesen. Danke. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ja, schon. Wien ist immer gut. Ja? Ihr habt eine tolle Setlist gehabt und ich habe gesehen, im Vergleich zum letzten Mal ein bisschen abgeändert. Wie kommen die Setlists bei euch zustande? Ja, das ist immer, eigentlich vergleicht man erstmal so mit der vorigen Setlist, was hat man da so gespielt. Dann natürlich hast du ein aktuelles Album draußen. Wir haben im Herbst schon ein paar Shows gespielt. Da hatten wir noch nicht so viel drin, weil eben die Leute natürlich die neue Platte noch nicht so gut kannten. Und jetzt wollten wir natürlich auch mehr vom neuen Album mal präsentieren, auch für uns, ja, weil es einfach natürlich spannend ist, wenn du wieder was Neues spielen kannst und wieder eine neue Herausforderung hast. Ja, und dann setzt man sich einfach zusammen und guckt mal so, ja, was hat man längere Zeit nicht gespielt. Wir hatten jetzt zum Beispiel I Go With The Wind schon seit Jahren nicht mehr gespielt und das wollten wir einfach mal wieder ausprobieren. Also das sind immer so Gedankenspiele, die da mit reinkommen. Ja. Und ja, klar, natürlich heute, wir hatten versucht, zwischen den drei Platten so eine Art Best-of zu machen. Und ja, es ist doch relativ lang geworden, das Set. Also wir hatten jetzt gesagt, naja, also maximal 85, 90 Minuten, aber es ist jetzt dann doch wieder ein bisschen länger geworden. Ja. Ich habe ein bisschen mit Fans aus dem Publikum reden können. Viele haben ja nicht gewusst oder wissen nicht, dass du ja lange Zeit in Wien gewohnt hast. 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Wow. Und jetzt bist du wie lange schon in München? Ja, jetzt wieder knapp 2 Jahre. Und was hast du für Erinnerungen an Wien? Also eigentlich keine wirklich schlechten, muss man sozusagen. Naja, es war eigentlich eine spannende Zeit hier. Ich habe hier auch viel gearbeitet und viele Dinge kennengelernt. Ich habe ja auch bei den Wiener Sängerknaben gearbeitet, wie du ja weißt. Und das war schon mal auch wieder eine neue Perspektive und das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Ja. Ich meine, Teile vor allem des Touchstone-Albums, aber auch Paraiso wurden ja in Wien geschrieben, oder? Ja, also lass mal überlegen. Also ich glaube auch von Paraiso auf jeden Fall ein Großteil ist noch in Wien entstanden. Also genau. Wenn man sich ein bisschen so die Arrangements ansieht, dann merkt man schon einige Unterschiede, was jetzt Touchstones und Paraiso betrifft. Würdest du dem zustimmen? Auf jeden Fall. Also wir wollten auch jetzt Touchstones war wirklich so ein Monolith. Ja, da waren wirklich längere Nummern drauf, komplexere Nummern drauf und wir wollten es, also erst war das natürlich nicht geplant, aber als wir die ersten Songs geschrieben haben, haben wir gesehen, ja, das geht jetzt auch mal in eine bisschen andere Richtung und lass uns das einfach mal so verfolgen, mal so ein bisschen die Essenz des Songs rausarbeiten, den Kern. Nicht immer große Spielereien und technisches Zeug. Das ist, interessiert mich nicht wirklich mehr. Also ich habe das jahrelang gemacht und es war alles toll und hat seine Berechtigung, ich spiele das Zeug gern, aber es ist jetzt nicht wirklich irgendwie was mich jetzt irgendwie reizt. Irgendwie, für mich ist es einfach wichtig, einen Song zu schreiben, der eine bestimmte Aussage hat und der mich irgendwo auf einer emotionalen Ebene erwischt. Und das haben wir eben mit Paraiso versucht und ja, so ist es entstanden, das Ganze. Ich meine, es fällt dir auf, dass auch auf der neuen Platte relativ wenig Soli sind. Richtig, ist das jetzt bewusst? Oder? Ja, also ich spiele nur ein Solo, wenn der Song es verlangt. Ja. Ich meine, klar, du kannst immer einen Solo-Part reinquetschen, wenn du das klassische Rocksong-Klischee haben willst. Aber das interessiert mich nicht. Ja. Ich meine, es gibt Songs, die komponierst und du weißt, okay, hier muss ein Solo hin. Ja? Ja, und es gibt Songs, das Titelstück Paraiso zum Beispiel. Ja? Ist gar kein Gitarrensolo drin. Ne? Und dann wir haben ja ein Video dazu gemacht, ne? Und dann auf YouTube gestellt und dann kam, warum ist da kein Gitarrensolo drin? Ich sage, warum muss eins rein? Ja? Bei Peter Gabriel hast du auch nicht in jedem Song irgendwie, also fast in keinem Song wirklich das Gitarrensolo. Das ist wirklich irgendwie diese
Ja, die Melange, ja, die da aus allen Instrumenten, die da irgendwie zusammenwirkt, das ist das, was mich interessiert und nicht irgendwie, weil ich jetzt irgendwie, ich muss jetzt, hier. Ja, was mich natürlich dann interessieren wird, ist, wenn du mal ein Gitarrensolo spielst, dann ist das auch, dann hat das auch eine Aussage und ist ein Statement. Wie lange arbeitest du dann, das auszuarbeiten, oder ist das sehr ausgearbeitet oder eher spontan im Studio? Ganz unterschiedlich. Also wir haben schon Sachen, oder ich habe Sachen gehabt, die ich schon vorher vorbereitet hatte. Aber ich versuche immer auch einen gewissen Prozentsatz irgendwie offen zu lassen. Wenn ich irgendwie noch so ein bisschen das spontane Moment im Studio habe. Also bei dem einen Song Colossus, That Bestrode the World zum Beispiel, das Ding war ich mir nicht sicher. Muss da überhaupt jetzt ein Gitarrensolo oder muss da irgendwas anderes hin? Ja. Und dann halt einfach mal ein bisschen rumprobiert. Im Studio hat der Song natürlich auch wieder ganz anders geklungen als jetzt in der Demo-Version. Und da war es dann relativ schnell klar, dass da ein Solo hin muss. Ja. Ich meine, wie darf man sich das Songwriting bei euch vorstellen? Der Arno ist ja nicht, ganz sicher nicht in München, und ihr seid ja doch ein bisschen geografisch jetzt verteilt. Wie funktioniert das bei euch? Also wir schreiben eigentlich wie seit Jahren. Ich komponiere zu Hause im stillen Kämmerlein, macht Arno genauso. Und wenn wir mal was fertig haben, dann wird es in unsere Dropbox geschmissen und jeder kann dann sein Arrangement dazu machen. Okay. Und so entsteht es meistens. Oft ist es auch so, wenn ich an einem Song arbeite und irgendwie nicht weiterkomme, dann schicke ich ihm das einfach und dann sagt Arno, fällt dir irgendwas ein? Und umgekehrt genau das Gleiche. Arbeitet ihr da alle mit der gleichen Digital Audio Workstation? Ja, mittlerweile schon. Ja. Was verwendet ihr da? Ja, wir haben Cubase, Ableton. Und wir haben uns jetzt so Plugin-technisch auch auf einen Stand gebracht. Ja. Okay. Also irgendwie von Toontrack halt haben wir die ganzen, sehr viele Drum-Samples, mit denen wir arbeiten. Okay. Und Streicher-Samples und so. So, also jeder hat sozusagen Cubase und Ableton. Ja, genau. Also ich habe Arno macht nur mit Ableton. Ich, je nachdem, wo ich gerade drauf Lust habe. Geiles also Ableton ist ja eigentlich keine wirkliche Software jetzt für wo man sagt, eine richtige Produktion mitfährst, eine Rockproduktion. Aber es ist eine ganz coole Software, um einfach Ideen mal einzufangen. Und für Songwriting finde ich ist die ganz okay. Ja. 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 Abgesehen, du hast auch gitarrenmäßig aufgerüstet. Du hast deine Music Man Gitarrensammlung etwas erweitert. Ja. Meine zweite. Deine zweite. Ja. Und beide sind ja Siebenseiter-Gitarren. Warum Siebenseiter? Naja, also ich stand immer auf Saiteninstrumente mit vielen Saiten. Ich habe auch mal Barocklaute gespielt. Ja. Da waren ja dann insgesamt 24 Saiten drauf. Ja. Und ich doch ganz gerne auch mal die tiefen Frequenzen spiele. Und ja, also ich brauche jetzt keine 8-seitige Gitarre, okay. Sugar oder irgendwas, ja. Aber also ich mag das einfach. Und das ist aber Standard-Tuning, also das ist eine H-Seite, die tiefe Seite. Das ist eine H-Seite, ja, aber ich verwende natürlich auch andere Tunings. Ja. Jetzt auf der Tour ist es relativ einfach immer, deswegen, hast du gesehen, ich wechsle immer zwischen der roten und der schwarzen. Ja. Ja. Und die rote hat halt Drop-D-Tuning, ja, und die schwarze ist Standard. Okay. Ja. Okay. Weil du gesagt hast, was war das? Laute oder was hast du da gespielt? Du bist ja auch ein exzellenter Klassikgitarrist und schreibst ja auch Stücke in klassischer Tradition, sagen wir mal so. Ja. Was macht da für dich die Faszination der Klassikgitarre aus? Ja, erstmal hast du mit einer klassischen Gitarre eigentlich die Möglichkeit, wie ein kleines Orchester zu klingen. Ja, diese Möglichkeit der Mehrstimmigkeit, ja, das ist schon. Es gibt nicht viele Instrumente, die das eben mehr geben. Klavier noch, klar. Ja. Und ich liebe den Klang der klassischen Gitarre. Und das ist, was hat mich immer fasziniert. Also auch die Techniken, die doch zum Teil sehr anders sind als auf der E-Gitarre. Die mir auch durchaus aber auch eben
auf E-Gitarre irgendwie übertragen kann. Ja, dass man auch für E-Gitarre dann noch irgendwas rausziehen kann. Ja. Das sind so Sachen, die mich irgendwie so interessieren. Also für mich ist das keine Trennung. Ja, jetzt spiele ich E-Gitarre, dann Klassik. Es ist irgendwie so auch so ein Prozess, der sich gegenseitig irgendwie... Und wenn du üben tust oder wenn du übst, trennst du da auch nicht wirklich zwischen? Naja, klar, also ich meine, natürlich, wenn ich Klassik übe, dann nehme ich mir natürlich schon mal so 2-3 Stunden wirklich Zeit, nur das zu machen. Aber es ist dann einfach wenn ich die Zeit habe, das ist natürlich auch momentan ein Problem, dann ist es natürlich auch sehr cool, danach mit E-Gitarre weiter zu spielen, weil du halt ein ganz anderes Feeling hast auf der Gitarre wieder. Die linke Hand, du hast nicht mehr irgendwie, dass du so verkrampft spielst. Einfach viel leichter alles und es ist... Du unterrichtest ja ganz ziemlich viel, was ich so weiß und so. Ja. Und gibt es da einen Tipp, wenn es da eine Sache gäbe, die du jungen Gitarristen oder auch Älteren, die gerade anfangen oder auch etwas fortgeschrittener sind, was sind die Fehler, oder gibt es da einen Fehler, der dir am meisten unterkommt, oder was wäre dein Tipp, wo man am meisten lernen kann? Ich würde jetzt nicht sagen, so der Fehler, was ich halt zu vermitteln versuche, ist, dass man offen sein sollte. Ja? Also, dass man nicht sagt, okay, ich muss jetzt mit Blues anfangen, weil ja, so fängt man halt mal an. Ja? Oder was weiß ich. Ja? Ich mache halt im Unterricht auch teilweise relativ unkonventionelle Geschichten. Jetzt nicht unbedingt für Anfänger, aber auch für Leute, die halt irgendwie jetzt viel E-Gitarre machen und immer dieses Standardzeug machen. Ja? Also irgendwie Arpeggios rauf und runter, macht mir auch Spaß, alles super, alles soll man machen, muss man machen. Aber einfach mal gucken, ob es nicht auch vielleicht andere Musikstile gibt, noch andere Techniken, die irgendwo den Horizont erweitern können. Also ich habe es dir, glaube ich, schon mal erzählt, ich mache ja auch oft im Unterricht von Villa-Lobos die erste Klassik-Etüde, also auf klassischer Gitarre, habe ich für E-Gitarre bearbeitet. Also natürlich was ganz anderes, aber es ist für die Picking-Technik zum Beispiel was du sonst so in dem Stil eigentlich nicht vorgesetzt bekommst. Ja. Und das ist einfach eine Sache wirklich für die Kontrolle der rechten Hand super ist. Also solche Sachen halt, dass man halt mal guckt, ja, dass man nicht den Standard nachkaut, ja, und auch mal guckt, ja, vielleicht gibt es da noch was anderes. Ja. Noch kurz, du hast erwähnt, du hast mit dem Songwriting für die neue Platte schon angefangen. Was erwartet uns da? Ein Monument. Naja, die nächste Platte wird sowas wie eine Art Konzeptplatte werden. Vergleichbar vielleicht, so wie wir es mal mit C.J. Seven hatten, The Art of Navigating by the Stars, war ja auch eine Art Konzeptplatte. Okay. Also wo bestimmte Themen, musikalische Themen immer irgendwie aufgetaucht sind, Variation oder auch identisch. So in die Richtung wird es gehen, wird ein bisschen verspielter, härter werden, dunkler vielleicht auch. Ja, das klingt gut. Also wir haben jetzt 4 Songs fertig und kommt ziemlich geil. 4 Songs schon fertig? Ja. Cool. Letzte Frage, ihr spielt ja auch in Gettysburg beim Rossfest. Wie ist es da dazu gekommen? Ja, ganz einfach, die haben uns eingeladen. Eine E-Mail gekriegt, ob wir da spielen wollen. Ja. Und dann hat unser Management verhandelt und eine Woche später waren wir auf dem Billing. Ja, cool. Das ist sehr cool. Ja. Markus, du, vielen herzlichen Dank. War schön, dich wieder zu sehen. Ja, alles Gute für den Rest der Tour und wir freuen uns auf die neue Platte. Alles klar, danke dir. Gell?